Gold und Silber, zwei der ältesten bekannten Edelmetalle, die seit Jahrhunderten als sichere Anlage gelten. Doch was unterscheidet sie wirklich, wenn es um die Praxis geht? In diesem Video werfen wir einen Blick darauf, wie sich Gold und Silber als Anlage in der Realität tatsächlich unterscheiden. Wenn du heute einen Teil deines Vermögens außerhalb des Bankensystems in Edelmetalle anlegen möchtest, bekommst du fast immer die Frage gestellt: Möchtest du Gold oder möchtest du Silber? Und genau hier setzt schon der Fehler an, nicht weil die Frage falsch ist, sondern weil sie dir indirekt unterstellt, du hättest dich schon intensiv mit diesen Unterschieden der beiden Metalle auseinandergesetzt. Und Gold und Silber sind beides Edelmetalle, das stimmt, aber sie erfüllen in der Praxis komplett unterschiedliche Aufgaben. Wenn du das sauber trennst, wird deine Entscheidung deutlich gereifter und klarer. In diesem Video bekommst du eine genaue Einordnung, ohne Mythen, ohne Lautstärke und ohne Renditeversprechen, sondern so, dass du danach weißt, welches Metall in welcher Rolle für dein Portfolio Sinn ergibt oder auch, ob du beide Metalle zusammen für dich in einem Portfolio anwenden möchtest. Bevor wir starten, möchte ich noch erwähnen, ich spreche immer ausschließlich über physische Edelmetalle, also Münzen und Barren, die real vorhanden sind. Was du heute mitnehmen wirst, du wirst verstehen die Aufgabe von Gold und den Nutzen von Silber. Du kennst anschließend die praktischen Unterschiede, die beim Kauf wirklich zählen. Du bekommst eine Entscheidungslogik, die funktioniert, und du lernst die häufigsten Fehler beim Spontankauf kennen, damit du diese nicht teuer selber machen musst. Also lass uns mit dem wichtigsten Punkt starten, und zwar der unterschiedliche Charakter der beiden Metalle. Gold wird von vielen Menschen vor allem aus einem Grund gehalten. Es gilt als ruhiger und langlebiger Wertspeicher. Gold hat eine besondere Stellung, weil es weltweit anerkannt und handelbar ist und seit sehr langer Zeit als Wertmaßstab verstanden wird. Allgemein, aber auch für jeden individuell. Das ist auch der Grund, warum viele Zentralbanken Gold als Teil ihrer Reserven halten. Nicht, weil Gold perfekt wäre, sondern weil es eine eigene Anlageklasse ist. Silber ebenfalls ist ein Edelmetall, aber es hat in der Realität eine zweite sehr starke Komponente. Und zwar ist es ein Industriemetall. Das heißt nicht, dass Silber besser wäre oder schlechter ist. Es heißt nur, Silber kann sich in bestimmten Phasen anders bewegen. Lass uns nur mit dem wichtigsten Punkt starten, und zwar der Rolle und dem Charakter der beiden Metalle. Gold wird von vielen Menschen vor allem aus einem Grund gehalten, weil es als ruhig und langlebiger Wertspeicher gilt. Gold hat da so gesehen eine besondere Stellung, weil es weltweit anerkannt und handelbar ist und seit sehr langer Zeit als Wertmaßstab gilt. Das ist auch der Grund, warum viele Zentralbanken Gold als Bestandteil ihrer Reserven halten. Nicht, weil Gold perfekt wäre, sondern weil es eine eigene Anlageklasse ist. Silber ist ebenfalls ein Edelmetall, aber es hat in der Realität auch eine zweite Komponente, und die ist sehr stark, und zwar wird es industriell genutzt. Das heißt nicht, dass Silber besser oder schlechter ist. Es heißt nur, Silber kann sich in bestimmten Phasen anders bewegen, weil neben dem Anlegerinteresse auch die industrielle Nachfrage oder Konjunktureinflüsse eine größere Rolle spielen. Eine einfache, hilfreiche Unterscheidung ist: Gold wird häufig als Stabilitätsanker verstanden und Silber ist eher der dynamische Baustein, der tendenziell auch stärker auf Preisschwankungen reagiert. Und damit sind wir bei einem Missverständnis, dem ich sehr oft begegne. Manche kaufen Silber, weil sie glauben, es sei das Gold für kleinere Budgets. Andere kaufen Gold und sagen, Silber ist mir zu unruhig. Beides kann stimmen oder komplett am Ziel vorbeischießen. Denn entscheidend ist nicht, welches Metall du sympathischer findest, entscheidend ist, welche Aufgabe soll es in deinem Vermögen erfüllen. Hier 3 Leitfragen, die du jetzt schon einmal stellen kannst. Willst du mit Edelmetallen vor allem Ruhe in deine Vermögensstruktur bringen oder willst du bewusst mehr Bewegung akzeptieren? Geht es dir mehr um einen Wertspeicher oder um die Flexibilität in Stückelung und Nutzung? Wie wichtig ist dir die Lagerung, Transport und die Handelbarkeit im Alltag? Wenn du diese Fragen sauber beantworten kannst, wird Gold versus Silber plötzlich nicht mehr zum Glaubenskrieg. Es ist eine Strukturfrage. Schreib mir doch in die Kommentare, bist du spontan eher im Team Gold oder im Team Silber oder in einer Mischung aus beiden? Und vor allem der Grund dafür. Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, und zwar Praxisunterschiede, die wirklich zählen.
Jetzt gehen wir weg von der Theorie und rein in das, was du im physischen Kauf sofort spürst, die Praxis. Zum Beispiel beim Volumen und Handelbarkeit. Wenn du denselben Wert in Silber statt in Gold hältst, brauchst du vereinfacht gesagt deutlich mehr Volumen und Gewicht als bei Gold. Der Wert eines Kilogramm Goldes entspricht momentan ungefähr 60 Kilogramm Silber. Aber im Volumen ist das sogar das 106-fache. Also ein Kilogramm Gold ist ungefähr so groß wie ein kleines Handy und der entsprechende Wert in Silber wäre so groß wie 2 große Kastenbrotformen. Und das sprengt ja schon bei den meisten die Dimensionen eines normalen Bankschließfaches oder eben von privaten Tresoren. Und das hat reale Konsequenzen in Bezug auf die Lagerung, den Transport und die Tresorkapazität. Das ist bei Silber ein Thema. Wenn du beispielsweise einen größeren Wert in Silber mitnehmen möchtest, ist das ab einer gewissen Größenordnung kaum noch körperlich machbar. Zumindest nicht ohne Hilfsmittel, wie zum Beispiel einem Hubwagen oder etwas Ähnlichem. Der Wert von 500.000 Euro würde beispielsweise heute in Gold ca. 3,5 Kilogramm wiegen. Also vom Volumen her ungefähr so viel wie 3 Handys. Das entspräche aber in Silber 214 Kilogramm Silber und das Volumen wäre so groß wie 7 Brotkästen. Also das wäre schon enorm. Also ich kann 214 Kilo nicht einfach tragen. Bei Stückelung und Flexibilität ist auch ein Unterschied. Häufig wird Silber gerade in kleinen Münzen und Barren gekauft und Gold bietet ebenfalls kleine Stückelungen, aber dennoch ist im Verhältnis zu dem Wert, den es transportiert, viel kompakter als bei Silber. Aber auch Dinge wie die Aufpreise oder Handelsspannen, das könnte man nennen die Kosten der Realität, die bei physischen Metallen immer vorhanden sind. Das ist zum Beispiel merklich durch den Unterschied zwischen An- und Verkaufspreisen. Und hier geht es darum, dass nicht nur ein Mausklick getätigt wird, sondern es wird wirklich Ware bewegt, auf Reinheit geprüft, Münzen und Barren werden verarbeitet. Und tatsächlich ist das bei auch der kleinsten Einheit so. Jedes Mal wird alles geprüft, durchläuft es diesen Prozess, es wird gelagert, es wird kontrolliert vom Wirtschaftsprüfer, es wird versichert und so weiter. Das sollst du wissen, aber nicht dramatisieren. Physische Edelmetalle sind in der Regel auch ein längerfristiges Investment. Sie sind eine strukturelle Entscheidung. Steuerlich sind physische Edelmetalle in Deutschland in 2 Momente sozusagen unterschieden. Einmal beim Kauf, da geht es um die Betrachtung der Mehrwertsteuer. Also Anlagegold ist von der Umsatzsteuer befreit, während alle anderen Metalle, und darunter fällt auch Silber, umsatzsteuerpflichtig sind. Es sei denn, sie liegen im Zollfreilager. Aber beim Verkauf gibt es eine zweite Variante und da geht es um den Gewinn. Für Privatpersonen, die in Deutschland wohnen, sind die Gewinne nach der Haltedauer von 12 Monaten steuerfrei. Zumindest Stand Februar 26. Werden die Edelmetalle vorher verkauft, fällt der persönliche Einkommenssteuersatz an. Hier gibt es keinen pauschalen Steuersatz, so wie bei den Aktien, sondern der Steuersatz ist bei jedem Anleger anders. Er kann bei Kindern zum Beispiel, ist das häufig der Fall, bei 0% liegen oder eben hochgehen bis 45%. Kurz gesagt kann man also zusammenfassen, die Kaufsteuer kann man legal umgehen durch die Einlagerung im Zollfreilager und die Gewinnsteuer kann man durch die Haltedauer umgehen. Behält man also die Edelmetalle länger als 12 Monate, ist der Gewinn in Deutschland und auch in den vielen anderen europäischen Ländern steuerfrei. Nun kommen wir zum Thema Liquidität. Da geht es darum, wie schnell kommt man wieder an sein Geld. Gold ist extrem leicht zu verkaufen über viele Kanäle. Über Edelmetallhändler vor Ort oder bei dem du die Edelmetalle gelagert hast. Banken, Sparkassen kommen in Frage. Online-Händler, Auktionäre, Juweliere, Pfandhäuser, aber auch internationale Händlernetzwerke. Das liegt daran, weil Gold in den gängigen Stückelungen zumindest und Qualitäten weltweit bekannt sind. Der Wiederverkauf funktioniert fast immer reibungslos. Silber ist ebenfalls sehr gut handelbar, aber es fühlt sich im Alltag häufig anders an, aus 3 Gründen. A, wegen des Gewichts und Volumens, das heißt, für denselben Gegenwert brauchst du deutlich mehr Material. Beispiel, wenn du 10.000 Euro in Gold hältst, ist das ein ganz kleiner Barren, etwa in der Größe eines Streichholzheftchens oder 2 bis 3 Münzen. Bei Silber entspricht das schnell mehreren Kilogramm und damit
hat es eine ganz andere Dimension beim Transport und bei der Lagerung. Hinzu kommt, dass die Stückelung und Handling anders sind. Silber wird oft in kleinen Einzelportionen gekauft. Und beim Verkauf heißt das, du musst mehr zählen, mehr prüfen, mehr verpacken und mehr dokumentieren. Hinzu kommt, dass die Preiswahrnehmung des Spreads im Alltag sehr anders ist. Durch den niedrigen Einzelpreis wirken die Schwankungen prozentual heftiger und die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis fällt bei Silber stärker ins Auge. Wenn du nur einen Satz mitnimmst, dann diesen. Gold und Silber unterscheiden sich weniger in der Idee des Edelmetalls, sondern in der praktischen Umsetzung. Gold ist so wie ein großer Tanker. Er bewegt sich langsam und ruhig. Silber ist eher wie so ein Schnellboot. Das kann schnell hoch und runter wippen, dafür kommt es sehr schnell voran, aber ist auch sehr wendig. Kurz gesagt, Gold ist stabiler, Silber ist lebendiger. Wenn du jetzt denkst, das klingt ja interessant, aber wie kann ich das für mich anwenden? Dann findest du hier einen Link zu einem Video, was ich so auf YouTube nicht veröffentlicht habe, und schau dir das an. Dann wirst du noch viele weitere Informationen finden. Und jetzt möchte ich noch darauf eingehen, warum Silber stärker schwankt. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, es ist ein Edelmetall, aber auch ein Industriemetall. Zum Beispiel wird es in der Elektronik oder im Energiebereich benutzt. Das bedeutet, Silber kann zusätzlich von der Anlegerstimmung, aber auch von wirtschaftlichen Aktivitäten beeinflusst sein. Und das ist der Grund, warum Silber häufig als temperamentvoller wahrgenommen wird. Viele Menschen machen daraus sofort eine Story. Wenn die Industrie wächst, muss Silber steigen oder umgekehrt. Ganz so einfach ist es denn doch nicht. Märkte sind komplex. Erwartungen sind oft schon eingepreist und es gibt Phasen, in denen der Silberkurs trotz realem Nachfrageüberschuss schwankt oder seitwärts läuft. Die seriöse Aussage ist eher, Silber hat zusätzliche Einflussfaktoren und dadurch kann es stärker reagieren, nach oben wie nach unten. Wenn du dich für Silber entscheidest, sollten dir diese Einflussfaktoren aber bekannt sein. Du solltest dann diese stärkeren Kursausschläge bewusst einkalkulieren, damit du nicht plötzlich überrascht wirst. Wenn dich die Preisschwankungen innerlich zu sehr nervös machen, dann ist Silber als dominanter Anteil in deinem Depot nicht die beste Idee. Deine Investmentstruktur sollte immer zu dir passen. Und daher ist eine individuelle Portfolioanalyse auch so wichtig, für jeden Einzelnen. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Aspekt, das ist das Timing, quasi die Königsdisziplin. Also wie triffst du eine gute Entscheidung, ohne gleich zum Spekulanten zu werden? Ich gebe dir hierfür eine einfache Strategielogik, die in der Praxis sehr gut funktioniert. Also Schritt 1: definiere die Rolle. Ein Teil der Edelmetalle könnte zum Beispiel ein Anker sein. Der Fokus liegt auf Stabilität oder Kompaktheit und die breite Akzeptanz. Ein kleinerer Teil könnte bewusst dynamisch gewählt werden, mit kleineren Stückelungen, aber auch mehr Bewegung und anderen Einflussfaktoren. Für viele bedeutet das Gold als Kern und Silber als Beimischung. Aber, und das ist mir wirklich wichtig, das ist kein Dogma. Es ist einfach eine häufige Logik. Entscheidend ist dein Ziel. Der zweite Schritt: denke in Zeithorizonten. Physische Edelmetalle sind in der Regel kein Instrument für nur einen Monat. Wenn du weißt, dass du schon in wenigen Wochen Liquidität benötigst, dann solltest du besonders konservativ planen und sehr genau auf die Handelbarkeit und die Kosten achten. Wenn du langfristig denkst, darf die Struktur mehr aushalten. Dann wird die Frage Gold oder Silber weniger emotional. Und der dritte Schritt sollte sein: plane die Umsetzung. Bleib nicht bei der Idee hängen. Viele sprechen über Edelmetalle, aber vergessen die Umsetzung. Mir begegnen immer wieder Menschen, die mir erzählen, dass sie sich schon seit Jahren mit den Gedanken tragen, in Edelmetalle zu investieren, aber es immer vor sich hergeschoben haben. Also, komm ins Handeln. Beginne doch damit, dich Folgendes zu fragen: Welche Stückelungen ergeben für dich Sinn? Wo soll gelagert werden? Wie soll der Zugriff gestaltet sein? Wie sieht ein sauberer Exit aus? Und was kostet er dich, falls du irgendwann mal verkaufen möchtest oder umschichten möchtest? Wenn einer dieser Punkte unklar ist, dann ist die Planung noch nicht rund. Aber vor allem komm ins Handeln. Warte nicht zu lange. Eine Faustregel für deine Entscheidungsmatrix könnte sein: Wenn dir Ruhe wichtiger ist als Bewegung, dann erhöhe einfach den Anteil des Goldankers.
Wenn du aber Volatilität tolerierst und auch mit anderen Werten schon ein breites Portfolio aufgestellt hast, dann könntest du den dynamischen Anteil, also Silber, ausbauen. Wenn du dir unsicher bist, dann starte zunächst strukturiert in kleinen Beträgen und erweitere sie erst dann, wenn du den nächsten Schritt auch wirklich gehen möchtest. Das ist erwachsenes Investieren, nicht all in, nicht Hype, sondern kontrolliert. Aber komme auf jeden Fall ins Tun. Und jetzt möchte ich dir noch ein bisschen was erzählen über die häufigen Fehler und wie du sie vermeidest. Ich begegne immer wieder Fehlern, und zwar unabhängig davon, ob jemand schon Gold und Silber hat oder nicht. Zum Beispiel Fehler Nummer 1: Ich kaufe, was gerade in aller Munde ist. Also wenn überall darüber berichtet wird. Wenn ein Metall gerade überall Thema ist, ist das selten der beste Zeitpunkt, um unreflektiert einzusteigen. Nicht, weil es falsch sein muss, sondern weil Lautstärke oft Emotionen triggert, und Emotionen sind immer ein schlechter Ratgeber. FOMO hat schon sehr viele Verluste beschert. Ein weiterer Fehler ist oft, dass irgendwie wild irgendwelche Stückelungen gekauft werden, aber ohne Plan. Manche kaufen in sehr kleinen Einheiten, weil es sich sicherer anfühlt, und wundern sich später über die höheren Aufpreise und unpraktische Mengen auch. Andere kaufen zu große Einheiten und stellen später fest, dass sie damit gar nicht flexibel sind. Ein dritter Fehler ist, wenn man die Lagerung als Nebensache betrachtet. Die Lagerung ist sehr wichtig und ist auch Teil des Produkts und des Zugriffs. Aber auch die Versicherung darüber ist wichtig, die Dokumentation, der Eigentumsnachweis und alle diese Dinge, die deinen Besitz beeinflussen. Wichtig ist natürlich auch, lagerst du im Zollfreilager, dann sparst du dir die Mehrwertsteuer. All diese Punkte beziehen sich auf die Lagerung und sind sehr wichtig. Ein vierter Fehler ist häufig der Produktmix. Und zwar, dass da einfach zum Beispiel Sammlermünzen und Sonderprägungen und limitierte Auflagen gekauft werden. Nicht, dass das schlecht ist, aber wenn dein Ziel die Vermögensstruktur ist, dann brauchst du eher standardisierte, handelbare und überall bekannte Münzen. Fünfter Fehler ist das Timing. Ich warte noch, bis es wieder günstiger wird. Das klingt ja rational, aber in Wirklichkeit kommt es dann häufig dazu, dass der Aufschub nach dem Aufschub nach dem Aufschub kommt und nie eingestiegen wird. Der wichtigste Schritt ist eine saubere, tragfähige Umsetzung. Und zwar musst du dir vorher überlegen. Mir begegnen auch immer zwei extrem unterschiedliche Anlegertypen. Die einen, nennen wir ihn mal Anlegertyp A, der hat einen Stabilitätsfokus. Das heißt, wenn du in erster Linie Sicherheit für dein Investment suchst, in einem solchen Fall liegt der Fokus typischerweise auf dem Goldanker, also eine klare, liquide und standardisierte Einheit, die eine hohe Stabilität bietet, und da spielt Gold die zentrale Rolle. Das ist besonders stabil, international anerkannt, und Silber könnte dann gegebenenfalls eine kleinere Rolle spielen, ist aber nicht zwingend erforderlich für diesen Anlegertypen. Die wichtigste Ziel bleibt eine solide, risikoarme Basis. Der Anlegertyp B ist genau das Gegenteil, der ist absolut renditeorientiert. Ich bin vor allem an starken Kursgewinnen interessiert, sagen solche Anleger. Ich suche ein hohes Potenzial und bin bereit dafür, große Schwankungen in Kauf zu nehmen. Die Sicherheit steht dann nicht im Vordergrund, sondern die Rendite. Sie möchten von den großen Bewegungen profitieren. In diesem Fall liegt der Fokus klar auf dynamischen Elementen, wie zum Beispiel Silber, das historisch gesehen oft extreme Preisschwankungen und damit höhere Renditenchancen bietet als Gold. Dieser Investortyp ist bereit, das kurzfristige Risiko einzugehen, weil er davon ausgeht, dass starke Kursanstiege zu großen Gewinnen führen. Hier geht es weniger um Stabilität und vielmehr um Chancenoptimierung. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass solche Investments ein höheres Verlustrisiko mit sich bringen, und der renditeorientierte Ansatz kann nur erfolgreich sein, wenn man diese Risiken wirklich aktiv managt. Wenn du dich in keinem dieser beiden Investorentypen wiederfindest, dann ist das normal. Die meisten Investoren liegen so in der Mitte dazwischen. Aber vielleicht ist ja diese Entscheidungslogik für dich hilfreich. Lass uns nun mal alles sauber zusammenfassen. Gold wird oft als ruhiger Wertspeicher genutzt. Es ist kompakt, breit anerkannt, sehr liquide. Silber hat zusätzlich eine starke industrielle Komponente und unterliegt tendenziell stärkeren Schwankungen. Die Entscheidung, wie du die beiden Metalle gewichtest, hängt von deinen eigenen Zielen ab und deiner Toleranz. In der Praxis solltest du aber auch
Dinge wie Volumen, Stückelung, Aufpreise oder auch die Lagerung unbedingt mit einbeziehen. Exitpläne sind auch wichtig. Die sollte man vorher bedenken. Und generell kann man sagen, es schlägt immer die Strategie das Timing. Wenn du magst, kannst du dir selber diese 5 Fragen beantworten und für dich eine passende Lösung finden. Was ist dein Ziel? Ist es Ruhe oder Renditemaximierung? Wie lange möchtest du in Edelmetalle anlegen? Eher kurz- oder langfristig? Wie sollte die Lagerung und dein Zugriff geregelt sein? Welche Stückelung brauchst du realistisch und nicht angstgetrieben? Welchen Plan hast du für den Fall, dass du umschichten oder verkaufen möchtest? Wenn du diese 5 Punkte für dich beantwortet hast, dann müsste sich daraus eigentlich deine Relation zwischen Gold und Silber herauskristallisiert haben. Wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest, den Link zu meiner Landingpage findest du in der Beschreibung. Und wenn dir diese Art von Einordnung gefällt, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Du bekommst dann immer automatisch die nächsten Videos vorgeschlagen. Und hier geht es auch zum nächsten Video. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.